Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche. In vielen Synagogen gibt es nicht nur Gebetsräume, sondern auch ein Bad. Das heißt Mikwe. Eine Mikwe ist ein spezielles Tauchbad für rituelle Bäder im Judentum. Juden sagen, es dient der Reinigung der Seele und des Geistes. Heute wird es nicht mehr von allen Juden genutzt, für manche ist es aber immer noch sehr wichtig. Eine Mikwe sieht ein bisschen aus wie ein Mini-Schwimmbad. Es ist mit fließendem Wasser aus einer Quelle, mit Grundwasser oder mit Regenwasser gefüllt. Dieses Wasser ist für die Juden ein Symbol des Lebens. Vor dem Gang in die Mikwe waschen Juden ihren Körper gründlich mit Seife. In der Mikwe tauchen sie ihren Körper dann komplett unter Wasser. Jüdische Frauen nutzen es, um am Abend vor ihrer Hochzeit und nach der Geburt eines Kindes mehrmals komplett in der Mikwe unterzutauchen. Dazu sprechen die Frauen einen Segensspruch. Auch viele jüdische Männer nehmen das Tauchbad vor der Hochzeit und zum Beispiel auch vor dem Sabbat. Und es gibt noch andere Gründe, warum man in die Mikwe gehen sollte. Auch für Christen hat Wasser eine besondere Bedeutung. Wasser gilt als Symbol für das Leben. Dies sieht man besonders bei der Taufe. Sie ist ein ganz besonderer Tag für katholische und evangelische Christen, denn bei dieser Feier nimmt die Kirche sie in die Glaubensgemeinschaft der Christen auf. Viele Christen taufen ihre Kinder schon als Säuglinge, aber auch ein Erwachsener kann getauft werden. Die Taufe findet in der Kirche vor dem Altar am Taufbecken statt. Die Eltern halten das Kind über das Taufbecken und dort streicht oder gießt der Pfarrer oder die Pastorin dem Täufling etwas Weihwasser über die Stirn, legt ihm die Hand auf den Kopf und spricht dabei besondere Segensworte. Weihwasser ist Wasser, über das vom Priester oder der Pastorin ein Segensgebet gesprochen wurde. Christen glauben, dass der Mensch, der getauft ist, nun unter dem besonderen Schutz Gottes steht. Jeder Täufling erhält einen Taufspruch und oft auch eine schön gestaltete Taufkerze. Der Spruch ist ein Gebet aus der Bibel. Er soll den Getauften durch das Leben begleiten. Die Kerze kann zu besonderen Gelegenheiten angezündet werden. Dann kann sich der Täufling an die Taufe erinnern, an die Feier und an das Versprechen, ein Leben mit Gott zu führen. In einer katholischen Kirche findest du am Eingang Weihwasserbecken. Betreten katholische Christen die Kirche, tauchen sie kurz ihre Hand in das Wasser, bekreuzigen sich und erinnern sich damit auch an die eigene Taufe. Viele Muslime reisen einmal in ihrem Leben nach Mekka, um dort die Pilgerfahrt, den Hadsch, zu vollziehen. Sie erinnern sich dabei auch an den Propheten Ibrahim. Er hatte seine Frau Hajar und seinen Sohn Ismael in das Gebiet von Mekka gebracht. Dort gab es kein Wasser, nur Sand, steinige Berge und es war sehr heiß. Hajar vertraute auf Gott und machte sich auf die Suche nach Wasser. Nach einer sehr anstrengenden Suche fand sie die Quelle Semsem, die ihr und ihrem Sohn Wasser spendete. Dafür war sie Gott sehr dankbar. Das Wasser aus der Quelle gibt es bis heute. Für die Muslime ist es ein Symbol des Lebens und ein Zeichen dafür, dass Gott die Menschen schützt. Während der Pilgerfahrt trinken sie auch Semsem-Wasser. Die Quelle des Brunnens ist in der Nähe der Kaaba. Sie ist heute unterirdisch, deshalb kann man sie nicht sehen. Das Wasser wird an Trinkstellen geleitet und in viele Kanister abgefüllt. So können die Muslime in Mekka überall von dem Wasser trinken. Da siehst du die Kanister in der großen Moschee in Mekka, in der auch die Kaaba steht. Mit den Trinkbechern kann sich jeder Semsem Wasser entnehmen. Bevor sie das Wasser trinken, danken die Muslime Gott, dass er ihnen seit vielen Jahren dieses Wasser gibt, und sprechen ein Dua, ein kleines persönliches Bittgebet für etwas, das ihnen gerade am Herzen liegt. Viele Muslime bringen das Semsem-Wasser mit nach Hause und laden Familie, Freunde und Verwandte ein, davon zu trinken. Hoffentlich war unser YouTube-Video für dich hilfreich. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.